Mit Godot 4.3 kommt die neue Tilemap Layer Node. Aber wie ersetzt du jetzt die alten Tilemaps und wie kannst du aktualisieren? Welche Vorteile und Änderungen gibt es dadurch? Und was ändert sich im Bereich GDScript und C# für dich? Ich bin der Truly Most Wanted und erkläre dir dieses Godot 4.3 Feature in unter 10 Minuten. Daumen hoch, wenn es dir gefällt, abonnieren für weitere Tutorials und Fragen und Feedback gerne in die Kommentare schreiben. Legen wir los. Wenn du in Godot 4.2 oder älter bereits ein 2D-Spiel gebaut hast, egal ob Top-Down-Game oder Side-Scroller, dann hast du wahrscheinlich auch Tilemaps im Einsatz gehabt. Und eventuell hast du für dein Level auch mehrere Tilemap-Layer verwendet. In meinem Fall hier zum Beispiel haben wir Wasser, Gestein, Sand und wir haben Grasland. Eben 4 Layers, die hier im Einsatz sind. Beim Laden deines alten Projekts wird dir auffallen, dass die Tilemap-Node hier oben ein gelbes Ausrufezeichen hat. Und zwar das Warndreieck zur Info, dass diese Node veraltet ist. Dasselbe wirst du auch sehen, wenn du per Rechtsklick Add Child Node die Tilemap-Node hinzufügen willst. Denn unten steht hier groß in Rot Deprecated oder Deutsch eben für veraltet. Bitte nicht mehr nutzen, es gibt eine neue Node und zwar die Tilemap Layer Node. Doch wie bekommst du jetzt eine alte Tilemap Node auf die neuen Tilemap Layers umgebaut, ohne alles händisch 1:1 selbst nachbauen zu müssen? Ganz einfach. Du wählst eine Tilemap aus, dann am unteren Bereich hast du den Reiter Tilemap, genau wie vorher auch, und rechts oben in der Ecke hast du ein neues Symbol mit Schraubenzieher und Schraubenschlüssel. Da kannst du draufklicken und dann ist der zweite Eintrag eben: extrahiere die Tilemap Layer als individuelle Tilemap Layer Nodes. Wenn du da draufklickst, wird dein gesamter Layer-Bereich im Inspektor leer werden und du erhältst so viele neue Nodes, wie du Layer hattest. Achtung, bumm! Alle Layer-Daten wurden gerade entfernt und jetzt hast du hier oben für jeden Layer mit dem Namen ein eigenes Tilemap Layer Node Objekt. Mit diesem Umbau hast du aber weiterhin natürlich die Tilemap Node selbst in der Szene und die kannst du jetzt loswerden. Wenn du ein Skript daran angehangen hast, entferne das in jedem Falle. Dann, wenn alle Daten hieraus gelöscht sind, dann kannst du auf die Node gehen, Rechtsklick, Change Type machen, um den Typ zu ändern und ändere die Tilemap ab auf eine normale Node 2D als Parent. Jetzt, wo deine Tilemap noch eine ganz normale Node 2D ist, sind alle Layer darunter angehangen und du kannst natürlich hier weiter genau wie vorher einfach bearbeiten. Welche Vorteile haben die neuen Tilemap Layer Nodes? Die Navigation und Bedienung im Editor wird leichter und besser zugänglich. Wenn du die entsprechende Tilemap Layer Node im Szenendock auswählst, zum Beispiel hier Wasser, dann haben wir direkt diesen Layer ausgewählt zum Bearbeiten und kommen auch direkt in den Tilemap Tab am unteren Bereich von Godot. Die Navigation von einem Layer zum nächsten wird durch neue Icons im Tilemap Dock am unteren Bereich von Godot einfacher, denn mit dem Pfeil nach oben kommst du zum Layer über dir und mit dem Pfeil nach unten unter dir. Mit Select All Layers kannst du auch auf einen Schlag alle einzelnen Layer auswählen. Im Inspektor auf der rechten Seite hast du jetzt direkt als erstes oben den Haken Enabled, um den Layer ein- und auszublenden. Und direkt da unten drunter das Tile Set. Dadurch, dass jetzt jeder einzelne Layer ein eigenes Tileset bekommen kann, könnte so zum Beispiel das Wasser auch 64 x 64 Pixel groß sein, während dein Terrain nur 32 x 32 ist. Das kannst du jetzt noch viel besser entscheiden und ändern. Direkt darunter haben wir die Bereiche wie vorher Rendering, Physics und Navigation zum Konfigurieren dieses einzelnen Layers. Wenn du vom Inspektor auf den Tab Node wechselst, findest du auch dort ein Change-Signal. Dieses Signal wird aufgerufen, wenn sich die Daten der Tilemap Layer ändern. Zum Beispiel eben, du fügst neue Zellen hinzu und es bedarf ein Update. Ebenso kannst du jetzt auch einzelne Tilemap Layer Nodes in Gruppen einteilen. Das heißt, du kannst Szenengruppen machen oder globale Gruppen im gesamten Projekt. Beim Programmieren in C# und GDScript hast du den Vorteil, jetzt sogar von der Tilemap Layer Node ableiten zu können und so ihre Funktionalität zu erweitern. Und obendrauf sparst du dir dauerhaft einen Parameter, denn vorher musstest du beim Setzen einer Zelle immer noch den Layer-Parameter angeben, der fällt jetzt komplett weg. Schauen wir uns zuerst mal GDScript an. Wir haben hier oben ein Skript namens GDScript Tilemap Layer Tool. Das Ganze hat mit Classname eben den Vorteil, dass wir das als eigene Node direkt hinzufügen können in unsere Szene. Dann habe ich hier 2 Variablen, die exportiert werden, und zwar eine alte Tilemap
und die neue Tilemap Layer, eben zum Vergleichen zwischen Godot 4.2 und 4.3. Das erste simple Beispiel ist hierbei, wie ihr eine Zelle in der Tilemap oder im Tilemap Layer setzen könnt. Vorher hast du 5 Parameter gebraucht, nämlich den Tilemap Layer Index, eben Layer 0 war der erste, Layer 1, 2, 3 oder 4 und eben die Position im Layer. Welche Zelle willst du ändern? Zum Beispiel Koordinate 3, 3. Dann brauchtest du einen Index für das Tileset Source, eben die nullte Grafik, die erste aus dem Tileset und dann die Atlas-Position, was im Grunde die XY-Beschreibung ist für das jeweilige Tile. Und zum Schluss gab es hinten noch das Alternative Tile. In Godot 4.2 waren das 5 Parameter. In Godot 4.3 sind es nur noch 4, denn wenn wir ein Tilemap Layer Objekt haben, dann brauchen wir keinen Index mehr anzugeben für den Layer. Wir sind bereits auf dem Layer. Entsprechend also setCell ist jetzt nur noch 4 Parameter statt 5, wie vorher bereits erwähnt. Bei den Signalen ändert sich im Grunde nichts, denn sowohl die Tilemap als auch die Tilemap Layer haben beide das Changed-Signal und daran können wir unsere Methoden anmelden, die dann eben ausgeführt werden sollen, wenn sich irgendwelche Daten darauf ändern. Wenn du ein Update erzwingen willst, dann kannst du auch sowohl auf der Tilemap als auch auf dem Tilemap Layer Objekt die Methode Update Internals aufrufen, um eben sofort und nicht erst am Ende des Frames ein Update zu erzwingen. Alle weiteren Infos zu den jeweiligen Types kannst du sehen, wenn du mit Steuerung Linksklick eben die Types anklickst und dann kommst du hier direkt in die integrierte Dokumentation der Godot Engine. In C# ist das Ganze genauso. Global Class nutzen wir oben zum Anmelden am Godot Ökosystem als eigene Art von Node oder Ressource. Dann haben wir zweimal Export, um die Variablen im Inspektor sichtbar zu machen. Und dann kommt auch schon das Beispiel für Zelle beschreiben. Und wie bereits erwähnt, aus 5 Parametern, die in Godot 4.2 auf der Tilemap genutzt werden mussten, werden beim Tilemap Layer in Godot 4.3 nur noch 4 Stück. Bei den Signalen ändert sich nichts. Das Changed ist sowohl auf der Tilemap als auch auf dem Tilemap Layer und ihr könnt natürlich auch die C# Event Syntax nutzen für Plus gleich zum Anmelden und Minus gleich zum Abmelden. Und wenn es um die internen Updates geht, auch dort könnt ihr die Methode Update Internals aufrufen, ist also genau das gleiche wie in GD-Script. Für C# wie immer gilt Alt-B nutzen zum Bilden des Projekts und dann kannst du die Nodes hier oben per Rechtsklick Add Child Node eben suchen, findest die beiden hier oben, kannst sie in deine Szene einfügen und dann hier oben die Tilemap setzen, wenn wir noch eine hätten und Tilemap Layer genauso. Aber das war's auch schon. Damit sind wir am Ende der Folge. Das war alles, was du über Tilemap Layer Nodes in Godot 4.3 wissen musstest. Gib gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen haben sollte, gerne abonnieren für weitere Folgen und bei Fragen und Feedback noch gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.